Hallo, ich bin die Nina von Lupine und heute erkläre ich euch, wie man unser C14 an einem E-Bike montiert. In dem Fall haben wir ein Rad mit Bosch-Motor. Bei anderen Motorentypen funktioniert das aber sehr ähnlich. Bevor ihr das C14 bestellt, entfernt ihr die Sattelklemme und messt den Außendurchmesser des Sattelrohres. Habt ihr nun das richtige C14 in euren Händen, könnt ihr mit der Montage beginnen. Zuerst entfernen wir den Akku des E-Bikes und öffnen die Motorabdeckung. Als nächstes ersetzen wir die Sattelklemme durch das C14. Manchmal geht es ein bisschen streng. Dann nehmt ihr euch einen Reifenheber aus Kunststoff und spreizt das C14 ein wenig auf. Jetzt richten wir das Rücklicht aus und schrauben es mit 5 bis 7 Newtonmetern fest. Beim Wiedereinsetzen der Sattelstütze müsst ihr unbedingt darauf achten, dass Sattelstütze und das Sattelrohr absolut fettfrei sind. Anschließend führen wir das Kabel entlang der Sattelstütze in Richtung Motor und fädeln es durch den Kabeleinlass. Um das Rücklichtkabel anzuschließen, kann es sein, dass ihr dafür den Motor aushängen müsst. Im Optimalfall nehmt ihr einen Hocker oder Ähnliches zur Hilfe und legt den Motor darauf ab. Als nächstes bereiten wir den zweiten Teil des Lichtkabels vor. Hierzu schieben wir den Schaumstofftunnel über das Lichtkabel und stecken die Adern bis zum Anschlag in den Steckverbinder. Anschließend verpressen wir die eine Seite mit einer Kombizange. Jetzt kürzen wir das Rücklichtkabel mit einem Seitenschneider und isolieren es ab. Anschließend stecken wir die Adern wieder bis zum Anschlag in den Steckverbinder. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Farbe der Adern sich jeweils gegenüberliegen. Die andere Seite verpressen wir nun ebenfalls mit der Kombizange. Jetzt schieben wir den Schaumstofftunnel über den Steckverbinder. Nun verlegen wir das Kabel und schließen es an. Fast jeder Motorentyp hat einen eigenen Anschluss für das Rücklicht. Bitte achtet beim Kauf darauf, das richtige Kabel mitzubestellen. Im Lieferumfang findet ihr 3 Kabelführungen, mit denen ihr das Kabel schön am Rahmen verlegen könnt. Noch schöner lässt sich das Kabel allerdings mit den alternativen Kabelführungen verlegen. Diese findet ihr natürlich bei uns im Shop. Bevor ihr die Kabelführung verwendet, ist es wichtig, die Fläche am Rahmen gut zu reinigen. Die alternative Kabelführung klebt ihr am besten von unten nach oben an den Rahmen und drückt sie ordentlich fest. Um das Rücklicht testen zu können, setzen wir den Akku wieder ein. Wenn das alles soweit geklappt hat, können wir anfangen, das Fahrrad zurückzubauen. Eine weitere Option, das Kabel zu verlegen, wäre,
Bei weiteren Fragen schreibt's gerne in die Kommentare und ciao, bis zum nächsten Mal.